Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai am Trompetentraining. Stefan hat sich gemeldet, sein Problem ist es, immer dann, wenn er eine Naturtonbindung spielt, exemplarisch war das Beispiel einer Oktave, also zum Beispiel C1 auf C2, bekommt er diese Bindung nicht sauber hin und es klingt immer in der Mitte ein Bruch, beziehungsweise der Naturton, der eben dazwischen ist, nämlich das G2 in dem Fall, das klingt mit, das heißt, er hat immer ba, ba, di, Buddy. Also man hört diesen Naturton, der in der Mitte liegt, noch mit. Er kommt nicht drüber. Genauso bei zum Beispiel F1 auf F2. Ba, ja. Da hat er genau das gleiche Problem. Er bleibt beim D2 hängen. Und dann klingt eben genau das gleiche, wie gerade eben schon vorgeführt. Wenn wir uns jetzt an die Basis machen, muss man erstmal von der Überlegung her sich die beiden Töne ins Ohr bringen. Das heißt, man hat unten das C1 und oben das C2. Das heißt, ich habe natürlich unten eine andere Einstellung als beim C2 eine Oktave höher. Das heißt, ich spiele erstmal diese beiden Töne und spiele mir diese auch gut ins Gehör, damit ich weiß, okay, das ist die Oktave und nicht irgendwo drüber oder wesentlich weniger unten. Also man muss die Töne genau hören. Das Ohr hilft uns da wirklich entscheidend weiter. Also erstmal das C1, C2, also ich muss also jetzt, wenn ich gebunden spiele, von der einen Einstellung so schnell wie möglich auf die andere Einstellung umschalten. Und so weiter und so fort. Also, was passiert genau dazwischen? Die Luft wird etwas schneller, das heißt, ich habe da etwas mehr Druck. Wird auch etwas lauter, das heißt, ich intensiviere meinen Luftstrom. Die Zunge geht auch nach oben, wie gerade eben schon gehört. Also die Zunge macht eine aufwärts gerichtete Bewegung. Das heißt, der Luftkanal von Mundhöhlendecke zu Zunge wird eingeengt durch diese Bewegung. Das heißt, die Luft wird hier auch schneller. Das heißt, ich habe schon mal zwei Faktoren, nämlich die Luftführung und natürlich die Zungenposition. Jetzt kommt noch ein entscheidender Faktor dazu, natürlich die Ansatzmuskulatur. Die muss beim C2 eine Oktave höher etwas mehr angespannt sein als beim C1. Das heißt, auch da habe ich die Kombination da und dann kommt es. Schnell muss dieses Umschalten passieren. Dann bleiben wir auch nicht hängen. Das Problem ist, wenn man es langsam macht, dann habe ich den Ton immer dabei. Na, ich kann es natürlich jetzt auf alle anderen Oktavsprünge natürlich auch übertragen. Und wenn wir zum Beispiel exemplarisch nehmen, Böhmische Liebe im Trio, da haben wir F1 auf F2. Und so weiter und so fort. Also langsam ist immer gemeint, man spielt zum Beispiel den Ausgangston als halbe und den Zielton als halbe. Die Funktion des Umschaltens in der Mitte, die muss schnell sein. Also nicht weil dann würde ich nämlich genau dieses eben auch trainieren. Ich brauche aber damit ich eben schnell und pünktlich auf diesen oberen Ton komme. Üb's in deiner Lage, natürlich nicht überfordert mit diesem Oktavsprung. Spiel zum Beispiel dann C1 auf C2 und nicht gleich G1 auf G2. Immer deinen individuellen Tonraum angepasst. Du kannst natürlich auch noch tiefer starten auf dem kleinen B zu B1 etc. pp. Also da immer diese Übung individuell an dich anpassen, damit du eben bemerkst, okay, du kannst es jetzt in deiner bequemen Lage trainieren, spielen und natürlich auch verbessern. Und jetzt kommt dann der Übertrag eben in diese Grenzlage. Das heißt, da wird es eventuell schon etwas happiger für dich. Da auch rein trainieren. Natürlich nicht Abstand gewinnen, erst komfortabel üben und danach in die extreme Lage für dich einfügen.
einpassen und natürlich dann dementsprechend versuchen, auch dort zu verbessern. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Stefan, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und deine Frage beantworten. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und geklappt hat oder welche Übungen du machst, damit die Naturtonbindungen sauber funktionieren. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.